So, ich stehe hier in einem richtig optimistisch daherkommenden Warenaufbau. So könnte der Trend Freedom of Senses, Freiheit der Sinne, in Blumengeschäften und Gartenzentren umgesetzt werden. Schauen wir mal hierhin, in diesen Aufbau, eine Insellösung. Was braucht man dafür? Ja, irgendwelche Tische hat jeder zu Hause, Hocker, vielleicht noch einen schönen alten Stuhl von draußen aus dem Garten. Oder dieser hier, den kann man sich notfalls vom Sperrmüll holen und streicht ihn in diesem tollen Mintgrün an. Oder Hocker. Also alles ist kreativ, improvisiert und dann stapelt das Mann nach dem Prinzip Bremer Stadtmusikanten aufeinander und gewinnt überall schöne Warenpräsentationsebenen, die man füllen kann. Aber dazu nachher ein bisschen mehr. So, jetzt schauen wir mal hier rüber nochmal auf unser Tableau. Hier haben wir die Streifenmuster und jetzt möchte ich euch mal in die Pflanze führen. Hier ist eine schöne Pflanze mit diesem tollen Streifenmuster. So wird die Idee auf die Pflanze übertragen oder umgedreht die passende Pflanze zu dem Trend ausgesucht. Oder hier diese Color Dots, diese bunten Farben, die leuchten. Und hier unten bei den Gerbera diese bunten Dots in einem Arrangement zusammengeführt, nochmal mit kreativen Kreisen nochmal untermauert diese Idee, diese Lebensfreude in der Farbigkeit und auch in der Warenpräsentation hier. Ja, so Dinge zusammengesucht, die kreativ passen, ein Kissen, einen crazy farbigen Koffer dazu und schon hat man einen Mix, der genau diesem Trend entspricht und die Menschen begeistert für Frühjahr und Sommer ganz sicherlich. So, und jetzt gehen wir mal durch unseren Aufbau und schauen genauer hin. Schaut mal hier, hier ist eine schöne Syngonium. Auch wieder dieser Rosé-Puderton, einmalig in diesem Trend. Und daneben eine Variante in diesem grünlichen Ton mit einer leicht rosaroten Zeichnung in der Mitte. Ja, und das ist dann zum Beispiel in einem korallroten Topf oder hier einen Papiertopf, recycelter Art. Ja, und dann geht es weiter. Hier vorne Primelobconica, die Becherprimel, in einen Korb lässig eingestellt, also eine Monogestaltung und dazu kreativ in diesem Gelbton, diesem Gelbgrünton diese Formiumblätter, die getrocknet sind und nochmal so eine Bewegung bringen oder auch eine Farbkombination bringen. Ja, und diese Hellholzkörbe sind auch richtig angesagt und das seht ihr ja auch hier schon im Aufbau, Hellholz hier oder auch im Korb Hellholz. Und jetzt gehen wir mal eine Etage höher. Hier sind es die Bromelien. Und ihr seht, ihr könnt Heimisches mit Exotik mixen. Auch das geht in so einen Warenaufbau, weil es ist ein kreativer Warenbauaufbau, der auch von ungewöhnlichen Kombinationen daherkommt. Ja, und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf unseren Partner, auf unseren Sponsor gleich mal eingehen. Das ist Decorum. Wir bedanken uns, dass sie uns all das Ganze zur Verfügung gestellt haben, sodass es hier richtig blüht und pflanzlich daherkommt. Jetzt gehen wir weiter. Kreative Gestaltung, unkomplizierte Gestaltung, Kreativität sehen wir hier an dieser Sache. Ein interessantes Gefäß mit dieser Rillenoptik und aufgegriffen mit diesem farbigen Rebenbindegarn oder Papiergarn auch genannt, umwickelt, sodass es wie so eine kleine individuelle Kreation anmutet. Und da drin eine schöne Scilla, die eine besondere Blume ist, mit dem Blau daherkommt und auch irgendwie fremdländisch anmutet, weil in dieser Art und Weise sieht man sie auch nicht allzu oft. Ja, und da seht ihr einen Hocker wieder, der auch passend ist in diesem Aprikot-rosa Lachston und das Ganze dann eingebunden in eine schöne Szene. Und hier oben das Chlorophytum. Pflanzen, die in irgendeiner Form sich leicht halten lassen, dazu gehört sie auf jeden Fall. Auch Ableger kriegen, ganz einfach zu vermehren sind. Das ist genau das, was diese Trendgruppe hier gerne möchte. Es sind Familienmenschen, die auch mal experimentieren, ausprobieren, abschneiden, in die Erde stecken und sehen, was daraus passiert. Auch das solltet ihr in euren Verkaufsgesprächen einfach aktiv mit einsetzen, dass das alles möglich ist und dass das eine Faszination für Blume und Pflanze ist, begeistert diese Menschen, die das mögen. Ja, und jetzt geht es weiter auf unsere Reise durch unseren kreativen Aufbau. In unserem kreativen Warenaufbau haben wir auch was Schönes mit einem Gesicht vorne drauf. Es gibt mittlerweile solche Gefäße, die dieses stilisierte Gesicht haben und obendrauf wachsen die Haare. Das ist ein junger Flaschenbaum, der so grasartig daherkommt. Schöne Ideen, terrakottafarbig oder wer es hell mag, in weiß. Ja, und ihr seht schon mal hier diesen Warenträger hier. Da gibt es ja so ein großes Möbelhaus mit einem schwedischen Kennzeichen und die haben solche tollen Sachen und ist auch schön für so einen tollen
Warenaufbau, wie wir ihn hier haben. So, jetzt gehen wir mal weiter auf diese Seite. Hier seht ihr einen großen Asparagus in einem hellen Korb. Ich sagte ja schon vorhin, diese hellen Farben, helle Hölzer, Naturmaterialien, genau richtig. Und diese Oberfläche ist so schön knittrig, also ein kreativer Korb, genau das passt. Oder hier vorne die Scylla wieder, dekoriert mit Kornus. Und das Schöne ist bei diesem Gefäß, ganz kreativ, ja, farblich akzentuiert mit solchen Schnüren, Spanngurt. Ja, und das ist es genau. Kreativität, einfach mal was ausprobieren, experimentieren mit Design. Das mögen diese Menschen. Ja, und es ist halt einfach so. Das kann der Florist hier schon mal so als Fertigprodukt anbieten. Aber er setzt auch irgendwie kreative Impulse, weil das vielleicht der eine oder andere auch selber macht, sich dann aber diese tollen Skiller auf jeden Fall haben möchte und sie mitnimmt. Und schauen wir mal gleich auch auf den Warenträger. Auch der ist schon wieder raffiniert mit dem Spanngurt. Also da sieht man diese Idee und die Fröhlichkeit in der Gestaltung. Ja, und das geht weiter mit unserem Warenträger. Hier ist es eine große Säule, auch das gleiche Prinzip, diese Schnüre, diese Schnurgurte. Einfach ziehen, Farben müssen passen und schon hat man eine schöne Idee. Und das geht hier so weiter und wenn ihr euch da mal so gestalterisch auf den Weg macht, in jedem Baumarkt, überall entdeckt ihr ganz viel, was man da verwenden kann. Ja, jetzt geht die Reise weiter, hier schöne Grünpflanzen und hier sind wir bei diesen ganz tollen neuen Philodendron-Sorten, die so, ja, wie sind die? Die sind so, haben so ein bisschen so eine verblasste Farbigkeit. Das Grün ist zurückgenommen, sieht sogar ein bisschen metallisch aus, aber traumhaft schön. Und das Ganze haben wir hier inszeniert in so einer Holzkistenkonstruktion, die auch wieder in diesen Trendfarben gestrichen wurde. Und damit zeigt man schöne Pflanzen, aber auch irgendwie wieder kreativ und eingebunden in eine Gesamtszenerie. Ja, und nehmen euch jetzt wieder mit auf die Reise und wir schauen mal, was es sonst noch so gibt. Jetzt möchte ich euch einige passende Schnittblumen vorstellen, die in diesem Trend Freedom of Senses wunderbar zu Hause sein können. Das sind einmal die klassischen Chrysanthemen, leuchtend gelb, also eine richtige angesagte Sommerfarbe. Aber es gibt auch besondere Blüten. Klar, die Gerbera kennt jeder, aber so eine Gerbera mit diesem sonnigen Fransenrand, das ist schon was Besonderes und das lieben die Menschen, diese kleinen Raffinessen bei der Blume. Ja, und gehen wir mal weiter. Auch alte Bekannte kommen wieder daher, zum Beispiel die Fräsie, einen schönen Puderton, den wir ja hier oben auch sehen. Hier passt perfekt. Oder auch solche schönen grünen Chrysanthemen, die so richtig, ja, das frische Grün wieder ins Leben bringen. Oder auch Zweifarbigkeit bei der Tulpe, ein klassischer Vertreter, aber einfach fröhlich, lustig. Ja, und wie das jetzt in kreative Floristik umgesetzt wird, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und hier ist sie jetzt, diese schöne, strahlende Gerbera, einbezogen in eine kreative Floristik. 5 Gefäße als Ensemble arrangiert, Glasvase mit einer Ummantelung von einem farbigen Canvas. Ja, und da ist einfach eingestellt erstmal ein Kornus, dann Hirtentäschel, die Gerbera, eine Fräsie. Also relativ simpel von der Gestaltung und genau das ist es in diesem Trend. Da kann auch mal etwas ganz einfach und reduziert und naiv fast schon sein. Das macht diesen Trend aus und das mögen diese Menschen, die in diesem Trend zu Hause sind. Ja, schauen wir mal, was sonst noch möglich ist. Hier vorne die farbige Tulpe von eben. Ja, und das ist eine kreative Kombination, Upcycling. Ihr kennt alle diese Verpackungsmaterialien, Gummiring, diese klaren kleinen Gläser hier, wie Reagenzgläser quasi, Blume rein, bisschen Zweige, Blaubeerzweige und schon hat man eine lustige, irgendwie anders anmutende Floristik, die auch bestimmt den einen oder anderen jungen Menschen begeistern wird, der einfach diese frische Kreativität mag. Ja, dekoriert auf einen farbigen Hocker und da sind wir wieder bei unserem Ladenaufbau, alles improvisiert, aber von der Idee irgendwo kreativ, wo die Kunden davor stehen werden und sagen, ey, wow, irgendwie ist das ja ganz farbig, fröhlich und bunt und inspirierend. Wenn die Vase schon sehr kreativ daherkommt, wie zum Beispiel diese beiden Glasvasen, ja, dann muss die Floristik einfach reduziert sein. Und hier wieder unsere Strahlemänner, diese beiden Gerbera, die richtig schön leuchten. Oder hier vorne nochmal die Chrysantheme in diese flaschenartigen Vasen eingestellt. Ja, simples Design, aber im Trend. Ja, und so könnte ein toller Strauß aussehen im Stil von Freiheit der Sinne,
Freedom of Senses, ja, Freiheit in der Blumengestaltung, Bewegung hier mit dem Kornus, raumergreifend, die Blumen in verschiedenen Höhen gestaffelt, auch ein bisschen länger mal. Und dann diese kreative Technik. Es ist ein Ring und um diesen Ring kann man Schnüre wickeln oder auch Gummibänder spannen, wie es hier der Fall ist. Also ich bin mal sicher, wenn ihr anfangt, werdet ihr auch kreativ und es fallen euch ganz, ganz viele Dinge ein. Ja, ein schöner Strauß, frisch, lebendig und passend zu unserem Trend. Und der kriegt natürlich eine schöne Szenerie, eine tolle Vase, die dazu passt. Auch wieder so ein kleiner Hocker, auch wieder in diesen Trendfarben und schon hat man eine Präsentation, die einfach richtig schön ausschaut. Ja, und damit bin ich durch. Ich habe euch diesen Trend vorgestellt, eine kreative Warenpräsentation im Stil von Freiheter Sinne. Ich möchte mich jetzt noch bedanken bei Decorum für diese wunderschönen Blumen und Pflanzen. Ja, das war eine tolle Kombination und ich hoffe, zusammen hat Blooms und Decorum euch wirklich kreativ inspiriert und jetzt seid ihr dran. Ich bin mir sicher, auch ihr kommt auf schöne Ideen. Ja, genießt noch ein paar schöne Impressionen von unserem tollen Aufbau und ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns. Bye, bye.